Ja, moin zusammen. Hallöle, ich hoffe, euch geht's gut. Entschuldigt, ich habe jetzt hier meinen Lichtbogen so ein bisschen im Weg. Aber ich glaube, das tut der Freude auch keinen großen Abbruch. Ihr seht ja mein Gesicht und alles. Ähm, Heute testen wir oder schauen wir uns mal an von der Firma Noch Wellen und Wogen. Ja, was ist das? Das ist eine Paste, die trägt man halt auf und dann kann man Wasser modellieren daraus, sage ich mal. Und gut, das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann sage ich mal, nicht lang schnacken, Korbi nacken. Ne? Dann gehen wir mal an den Modellbautisch. So, ich habe hier schon mal eine alte Pringles-Deckel benutzt. Habe hier mal ein bisschen Untergrund gemacht. So, ne, ein bisschen Gras, ein bisschen Sandkram. Und hier einfach nur glatt. Und dann wollen wir doch mal hier schauen. Wellen und Wogen. Ideal, um beeindruckende Wellen und Wogen im Modell darstellen zu können. Ich glaube, das sollte am heißen. Anwendung. Wellen und Wogen ist eine Geleeartige Masse, die mit Hilfe eines kleinen Spachtels oder Holzstäbchens auf die Gewässeroberfläche aufgetragen wird. Nach dem groben Modellieren lässt man die Masse zunächst eine halbe Stunde anziehen und gibt ihr dann durch Gestaltung mit Spachtel, Holzstäbchen und groben Pinsel die gewünschte Form. Ja, schauen wir doch mal nach. Einmal aufreißen hier. Upp. Oh, Entschuldigung. Es sieht aus wie Creme. Und ehrlich gesagt riecht es ein bisschen nach Bastelleim. Aber gut, schauen wir mal. Ich habe hier irgendwo noch einen alten Pinsel gehabt. Wo ist er? Hier ist schon mal mein Holzstäbchen und alter Pinsel. Okay. So. Hat so ein bisschen Vaseline-Wipes. Jetzt soll man das hier einfach so auftragen können. Da bin ich ja mal gespannt. Also es lässt sich zumindest verarbeiten, sagen wir es mal so. Muss ja jetzt auch nicht super dick sein hier alles, ne? Mich würde halt interessieren, wie es sich gerade beim Gras dahin verhält. Ich habe noch ein Modell, da wollte ich gerne ein Wasserbase machen. Aber ich glaube, so viel braucht man von dem Zeug auch gar nicht. So wie es aussieht, kann man das hier einfach schön dünn auftragen. Ganz ehrlich, ich mache jetzt hier auch nur dieses kleine bisschen Plastikkrams. So. Wobei, wie gesagt, ich möchte gerne wissen, wie das hier bei dem Gras aussieht. Deswegen muss ich jetzt mal hier ein bisschen schauen. Also es ist klebrig, es ist gut modellierbar. Ich sag mal, es sieht aus zumindest, als wäre da jetzt irgendwas an Bewegung drin. Na klar, ich habe jetzt hier ein rundes ja, ein runde Untergrund, sag ich mal. Ja. Gut, dann lassen wir das jetzt mal 20 Minuten, wie es drauf steht, trocknen. Okay, Wasserabwasch war, das heißt, ich werde jetzt mal im Bad gehen und den Pinsel sauber machen. Gut, und währenddessen warten wir einfach, bis das trocknet. Bis gleich, ihr Lieben. Es gibt ja Gott sei Dank den Magieschnitt. So, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gewartet. Irgendwie ist noch nicht wirklich was passiert. Außer, dass es vielleicht ein bisschen zäher geworden ist. Ja, ist ein bisschen zäher geworden. Und jetzt steht hier drauf, dass man es bearbeiten kann. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Holzspießchen genommen. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt einfach, wenn hier, sag ich mal, Ufer ist, ja, dann kann man ja hier so gucken. Hier so ein paar Wellen. Bisschen reinmacht, so.
probiere das jetzt einfach mal ein bisschen aus. Wirklich hoch kriegt man das aber nicht. Momentan. Kann jetzt natürlich auch sein, dass das durch die Dicke noch ein bisschen mehr trocknen muss. Boah. Ich lasse das jetzt erstmal so. Oh, warte mal, hier geht das vielleicht. Oh. Ja, seht ihr? Also man kriecht es hoch. Ich habe mir vielleicht besser einen Zahnstocher genommen, was Feineres irgendwie. Also man kann tatsächlich so ein bisschen Wellen da reinmachen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Zeug benutze. Ich weiß, dass mein Onkel das damals schon für seine Modellbaueisenbahn immer benutzt hat, so ein Zeug. Ich glaube sogar von noch auch. Oder von einem anderen großen Hersteller. Wir lassen das jetzt mal einfach so und warten wieder mal, bis es ganz trocken ist. Und dann sehen wir ja, was draus geworden ist. Und ihr habt ja den Glück der Schnittmagie. Bis gleich. Ja, hier ist die Paste. Es ist mittlerweile der nächste Tag tatsächlich. Ich befürchte, ich habe zu viel Paste genommen, weil ihr seht, die ist noch nicht ganz klar. Ja. Da, wo halt mehr ist, seht ihr, dass das noch so milchig ist. Es wird aber tatsächlich immer mehr durchsichtig. Mit dem Gras hier hat das auch gut funktioniert. Und hier mit den Steinchen und so, das funktioniert alles ganz gut. Aber auch, ich glaube, weil es einfach zu dick war, hier brechen zeitweise, bricht das so ein bisschen auf. Also da muss man wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, glaube ich, eine ganz gute Paste, wo man halt selber einfach schauen muss, wie man das macht. Böse gesagt, vielleicht ist das auch eher sowas, wenn man Epoxidharz benutzt, um Wasser zu machen, dass man da drüber dann dünne Schichten macht, die man dann modelliert, dass das aussieht wie Wasser. Kann natürlich auch sein. Ja. Ich werde damit weiter rumexperimentieren und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da Tipps habt oder irgendwas anderes, was ihr benutzt, dass ich das auch mal ausprobieren kann. Würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Mal schön. Bye, bye.